Diese Radtour gilt als eine der schönsten Süddeutschlands und wir dürfen euch heute mitnehmen auf eine Teiletappe der Radrunde Allgäu. Wie ihr das Ganze für euch planen könnt, egal ob sportlich oder entspannt, welche schönen Ecken sich ergeben und auch welche leckere Einkehr sich bietet, das klären wir in diesem Video nichts wie auf. Das war richtig fein. Und mit diesen Aufnahmen nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam nochmal im Allgäu auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Vor genau 3 Monaten war ich schon mal hier, genau auf dieser Straße mit Basti, als er den Deutschlandcross gefahren ist. Da habe ich die letzte Etappe begleitet. Das Video und Projekt ist auch sehr spannend, verlinke ich euch ganz am Ende. Doch heute haben wir auch eine spannende Runde vor uns, die Radrunde Allgäu. Wir nehmen euch mit auf eine Teiletappe dieser 475 Kilometer langen Radtour, die auch ausgezeichnet ist vom ADFC. Alle Etappen habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt natürlich auch eure individuellen Touren planen, egal ob hochsportlich in 2 Tagen die Radrunde durchzuziehen oder kleine Rundtouren. So haben wir es auch getan. Wir sind heute Morgen in Eisenberg gestartet, jetzt hier in Nesselwang, fahren dann über Wertach durch das Tannheimer Tal und kehren am Ende hoffentlich in einem Sudhaus ein. Das werdet ihr alles sehen und es ist für mich auch eine der letzten Radtouren hier in Deutschland vor der großen Reise. Und ich finde, insbesondere Regionen wie das Allgäu sind unterschätzt. Die Anreise ist einfach kurz. Ihr könnt dabei schöne Radtouren erleben und auch schon in Bergkulisse unterwegs sein. Und das werden wir heute auch. Blauer Himmel und wo wir hin wollen, mal wieder die absolute Regenkatastrophe. Wir hoffen, dass wir nicht komplett reinfahren. Da vorne ist jedenfalls der Gründen, Wächter des Allgäus. Sieht man sehr schön mit der Antenne oben drauf und da steht der Regen drin. Schauen wir mal, wie es wird. Kommt mit. Und der Linus mit dabei. Kleine Verschnaufspause hier am Gründensee. Tolle Atmosphäre am Morgen. Da vorne seht ihr 2 Angler mit ihrem Boot auf dem See, umgeben von Bergen. Insbesondere auch in diese Richtung, wo wir den Gründen gerade sehen. Von Eisenberg aus haben wir jetzt 20 Kilometer auf der Uhr und werden jetzt gleich in einen besonderen Ort fahren, Wertach. Einer von 7 Genussorten im Allgäu. Dort gibt es den ersten Kaffee des Tages. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Jetzt aber erstmal hier genießen. Jetzt kommen wir in Wertach an und hier steht Genuss im Mittelpunkt. Gute Bäckerei, leckere Cafés und vor allen Dingen das Thema Käse. Denn hier steht der Weißlacker im Mittelpunkt. Dieser Käse wurde hier erfunden, habe ich noch nicht probiert. Ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen unten in den Kommentaren schildern. Und hier sind wir auch am Weißlacker Platz. Genau in diesem Haus, glaube ich zumindest, wurde dieser Käse erfunden. Und es gibt heute noch eine Sennerei, einen Käseautomat, wo ihr einkaufen könnt. Und ich möchte nicht nur diesen Laden empfehlen, sondern es gibt noch zahlreiche andere Sennereien, Hofläden, Metzgereien. Ihr könnt eure Erfahrungen wirklich gern unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Thema Allgäuer Käse noch näher interessiert, dann möchte ich eine Podcast-Folge aus dem Allgäu-Podcast empfehlen. Habe ich in den letzten Tagen gehört, eine spannende Gründerinnen- und Gründergeschichte von Lisa und Philipp, die Heumart gegründet haben. Hört euch das Ganze mal an und für uns jetzt hier kurz einkaufen, auf zum Café und dann treten wir wieder in die Pedale. Wir wollen nämlich zügig in Richtung Tannheimer Tal. Kommt mit! Danke sehr. Danke, ciao. Da ist das gute Stück. Kleine Stärkung und das hier an diesem Ort. Schaut euch das an. Mit der Kirche. Postkarte. Idyllischer wird's nicht. Cheers. Willkommen in Österreich. Aber auch nur kurz. Uiuiuiui. 20%. Oh, das ist aber wirklich ein krasser Stich. Heidenei.
Auf geht's! Schotterpisten. Ein richtig schöner Abschnitt, den wir gerade fahren mit dem Wechselspiel aus Sonne und schattigen Waldstücken und auch dem Wechsel zwischen Asphalt und Schotter. Da stellt sich schnell die Frage nach dem richtigen Rad für die Radrunde. Wir sind heute auf Gravel unterwegs, das funktioniert richtig gut. Auch Trekkingräder, E-Bikes, E-Mountainbikes sind natürlich gut für diese Runde. Sie ist sehr moderat zu fahren und ihr seht es hauptsächlich auf markierten, breiteren Radwegen. Wenn ihr dann ein bisschen mehr in die Natur eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die Naturbikenrunden hier im Allgäu. Die sind dann noch mal etwas mehr hinein in die Wälder auf Forstwegen, nicht unbedingt auf Trails, aber eben dann doch mit mehr Höhenmetern und vielleicht besser mit dem Mountainbike zu fahren. Auch die habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Für uns geht es jetzt ungefähr bis zur Mitte der Tour und da kehren wir auf einer leckeren Alpe ein. Also nichts wie auf, nächster Genusspunkt. Zwischenziel erreicht, Alpe Sorg 1 und eine absolute Empfehlung zur Einkehr. Wir suchen uns jetzt hier einen Platz und genießen genau wie die Kuh da drüben einmal die Atmosphäre. Ach, guck mal hier. Cheers, Linus. Wohlverdient und jetzt hier eine große Käseplatte. Also heute ist Käsetag, würde ich sagen. Sieht gut aus, rein damit und dann starten wir auf zum höchsten Punkt der Tour. 1100 Meter, es windet auch ganz schön. Gegenwind wird es sein, aber jetzt erstmal stärker. Schaut euch das hier an. So schön. Mitten in den Bergen unterwegs. Jetzt geben wir gerade noch mal etwas Speed und aktuell teste ich was für euch und zwar magnetische Pedale. Siehst du hier? Also quasi nicht das klassische Klicksystem, sondern magnetisch. Bin ich gespannt, wird in den nächsten Wochen dann mal ein Video zu kommen. Wenn du dazu Erfahrungsberichte hast, auch sehr gerne in die Kommentare. Und wir fahren jetzt noch 10 Kilometer bis nach Tannheim. Tannheim haben wir jetzt hinter uns liegen lassen und es geht bergauf. Ein paar Höhenmeter sehr moderat zu fahren und dann kommen wir am höchsten Punkt unserer heutigen Etappe an. Und dieser Punkt markiert für uns heute den höchsten Punkt. Nochmal einmal Landschaft genießen, bevor es jetzt hinabgeht. Wir werden jetzt locker easy ausrollen und dann nochmal bis Eisenberg treten und einkehren. Schaut es euch an. Das war gerade noch mal ein richtig schöner Abschnitt, ihr habt es gesehen, am Fluss entlang. Technisch aber auch etwas anspruchsvoller auf Gravel mit ein paar Steinen, die ja gekonnt umfahren werden müssen. Also da etwas Tempo reduzieren, wenn du dich noch nicht so sicher fühlst. Und ansonsten sind wir hier wieder mittendrin in der Natur.
Hinter uns jetzt nochmal schwarze Wolken und wir fahren in Richtung blauem Himmel. Linus vorne als Zugpferd. Linus Maschinus auf zur Brauerei. Und man sieht schon die ersten Regentropfen und es geht direkt ab. Was für ein Timing. Wir sind angekommen. Da ist das Sudhaus, die kleine Brauerei. Und da kehren wir jetzt erstmal ein und ziehen dann das Fazit zur Tour. Oh. Und jetzt fängt es hier richtig an zu schütten. Linus, wohlverdient. Sehr gut gestärkt und das hier markiert das Ende unserer heutigen Tour. Da stellt sich die Frage, für wen lohnt sich die Radrunde Allgäu? Wir sind sie ja nicht komplett gefahren, sondern nur einen Teilabschnitt davon, können aber eines sagen. Auf der einen Seite ist es ein sehr gut beschilderter Radweg. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen über die Route und könnt einfach den Schildern folgen, was häufig sehr, sehr angenehm ist. Und der zweite Punkt ist, sie ist moderat zu fahren. Nicht auf Rennrädern, das würde ich nicht empfehlen, aber Gravelbikes, Trekkingräder, das empfiehlt sich wirklich alles. Und es ist dabei ein schöner Radfernweg, der vor allen Dingen auch im Zeichen des Genusses steht. Ihr habt auch gemerkt im Video, so viele Möglichkeiten einzukehren und das ist im Allgäu wirklich eine klare Empfehlung. Und jetzt sage ich vielen Dank an Linus hinter den Kulissen, verlinke das Video von Basti vom Deutschlandcross hier oben und Linus und ich haben übrigens eben auch mal den Weißlacker probiert. Das ist doch die Zupackung, die andere haben wir schon schnabuliert. Ein sehr intensiver, kräftiger Weichkäse, also auch eine Empfehlung. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Ein nächstes Video von mir, genau hier, Skifahren im Allgäu, Oberstdorf-Kleinwalsertal. Bis dahin, ciao.